Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch auf das Jahr 2024 zurückblicken und einige der Kunstwerke zeigen, die ich letztes Jahr geschaffen habe. Dann lasst uns mal mit den Porträts beginnen, die ich für mein Kunstprojekt 100 berühmte Frauen gemalt habe. Porträt von Frida Kahlo, Acryl auf Leinwand. Diese berühmte Künstlerin muss nicht extra vorgestellt werden, jeder kennt diesen Namen. Gefühl, entschlossener Blick, große Willenskraft. Dieses Porträt wurde damals sofort verkauft und das Originalbild ist nicht mehr verfügbar. Louise Aston, deutsche Dichterin, starke Persönlichkeit, emanzipierte Frau, die damals schon vor 200 Jahren Hosen getragen hat, kurze Haare, was für die Frauen sehr außergewöhnlich war. Sie kämpfte für die Meinungsfreiheit und galt als radikale Frauenrechtlerin. Porträt von Clara Zetkin, gemalt mit Acryl auf Leinwand. Deutsche Politikerin, Friedensaktivistin, die unter anderem auch für das Frauenwahlrecht kämpfte. Die Autorin von Jane Eyre, englische Schriftstellerin Charlotte Brontë. Ein kleines Porträt von Paula Modersohn-Becker. Diese deutsche Malerin gilt als Wegbereiterin des Expressionismus. Landschaften, Frauen und vor allem Kinder waren ihre Hauptthemen. Britische Schriftstellerin Virginia Woolf. Französische impressionistische Malerin Berthe Morisot, eine von 4 bedeutendsten Impressionistinnen im 19. Jahrhundert. Arbeit ist für mich der einzige Zweck meines Daseins, sagte sie über sich selber. Für das Brechen der traditionellen Malereigesetze wurde sie stark von ihren Kollegen, vor allem männlichen Kollegen, kritisiert. Ihre Kunst war trotzdem sehr beliebt. Margarete Steiff, Gründerin der Spielwarenfabrik Steiff. Starke Frau, die fast ihr ganzes Leben lang im Rollstuhl sitzend so viel geschafft hat. Ein großartiges Beispiel dafür, was man mit Willen und Mut erreichen kann. Helene Lange, Ölfarben auf Leinwand, Nummer 27 in der Porträtreihe 100 berühmte Frauen. Deutsche Politikerin, Lehrerin und Frauenrechtskämpferin. Es war mein erstes Porträt mit Öl und ich habe diese Leichtigkeit während des Malens wirklich genossen. Es sind noch 73 Porträts, dann ist die Serie fertig. Da ich mich allerdings nicht nur mit diesem Kunstprojekt beschäftige, kann ich nicht sagen, wann ich es beende. In 2 Jahren, in einem Jahr, da werden wir sehen. Zu meinem Projekt wurde bereits ein Artikel im Online-Journal F wie Kraft veröffentlicht mit den Porträts von Virginia Woolf, Frida Kahlo. Auch ein Porträt von Bettine von Arnim wurde letztes Jahr gemalt. Das habe ich an die gleichnamige Schule zum Schuljubiläum verschenkt. Mal kurze Ablenkung von den Porträts. Orangengarten, gemalt mit Acryl auf einer Holzplatte. Ihr wisst ja, dass ich diese Wärme von Sienna, Orange und überhaupt alle Erdtöne in den Motiven liebe. Der Garten lebt, es duftet nach Orangen und ich glaube, da wären jetzt viele von uns sehr gerne. Ich habe
letztes Jahr regelmäßig in den Skizzenbüchern gezeichnet. Perfekt, um die Ideen festzuhalten, vielleicht mal die Komfortzone erweitern und einfach ohne Druck mit verschiedenen Techniken zu experimentieren. Meine Zeichenblöcke, hier zeige ich nicht alle, sind vollständig ausgefüllt. Ich muss mal bald neu nachkaufen. Mini-Porträts, gemalt im Herbst 2024. Miniaturen haben viele Vorteile. Man lernt präzise zu arbeiten, was die Technik und Auge schärft. Es dauert nicht so lange, sie fertigzustellen. Man braucht weniger Materialien und man kann das gesamte Motiv sofort überblicken. Ich finde aber, dass man nicht so lange dabei bleiben sollte, sondern auch mal ab und zu das Format wechseln. So entdecken wir neue Perspektiven und Möglichkeiten. Bei größeren Formaten haben wir mehr Platz, um Details, Texturen und komplexere Kompositionen zu erkunden. Es kann sehr befreiend sein. Etüden. Meistens habe ich sie nur mit einer Farbe gemalt. Sie sind sehr hilfreich, ob es um das Experimentieren geht, um die Technikverbesserung oder einfach mal als Aufwärmübung. Weitere Porträts, Loose Painting, locker gemalt, ohne viele Details. Männlicher Akt wieder detailfrei. Romantische Motive mit einem leichten Nostalgiegefühl. Mit Kohle habe ich letztes Jahr nicht so oft gearbeitet. Es sind trotzdem einige wunderschöne Zeichnungen entstanden. Einige wurden verkauft, andere sind noch in meinem Shop verfügbar. Ich freue mich, dass ich vieles dokumentiert habe. Meilensteine, Fortschritte, Herausforderungen, unzählige Analysen. Und ich finde es großartig, dass ich einiges davon mit euch auf dieser Plattform teilen kann. Bin gespannt auf das, was 2025 bringen wird. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.